Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Koma Art. Hier ist Markus Köttermann und heute möchte ich einen weiteren Raum erstellen. Wir hatten den letzten mit den Flaggen ja fertig. Die Datei habe ich mir jetzt kopiert und jetzt möchte ich daraus quasi einen nächsten Raum erstellen. Also ich werde das hier entfernen und ich möchte hier ein großes Bild quasi machen, aber schauen wir mal, wie das dann funktioniert. So, das heißt, ich fange mal mit den, ich mache mal erst alle zu hier. Flagge, da sind wir drin, machen wir den eben offen. Ziehen runter, markieren alle, entfernen. Ja, nimmt er oder braucht er ein bisschen? Gut, dann machen wir nochmal eben, damit wir den Cache löschen, leeren, löschen wir eben den Bake. Haben wir auch noch ein bisschen mehr Rechenleistung. Dann sehen wir jetzt, ist hier der Ordner leer. Den löschen wir dann direkt. Da Delete. Dann nehmen wir die mal. Gucken wir mal eben. Oder wir lassen die und ziehen das nachher durch. Auf jeden Fall möchte ich die entfernen und den entfernen. So, dann möchte ich Must 9 Stage, da ist das Bild. Das geht weg, löschen, delete. Und dasselbe machen wir hier bei Stage 3 auch. Da. Das Empty, das Bild und tun das entfernen. Und dann gehen wir mal nochmal auf Stage 2 und sagen Ctrl A. Möchte ich einfügen ein Image als Referenz und da gehen wir einfach mal, habe ich mir welche gesucht, Download. Und eigentlich wollte ich eins mit Zelda machen, allerdings nehmen wir jetzt mal das von Mario, weil ich kein anderes gefunden habe. Und das nehmen wir jetzt und machen mit N mal eben das Side-Panel auf, gehen auf Item und machen erstmal alles hier 0, 0, 0. Dann die Position ist erstmal egal. Dann machen wir mal Scale. So. Dann machen wir um die X-Achse, um die Z-Achse machen wir mal 90 Grad. Jo. Das könnte passen. Dann ziehen wir das mal G. Ja, Escape 7 G. Wie wollen wir das am besten machen? Scale G oder so. Ups. Scale. So, lassen wir mal so.
Da haben wir jetzt ein bisschen Luft. Und hier auch. Also theoretisch können wir es nochmal. Ne, lassen wir in der Größe. Und jetzt machen wir das Feld. Genau, dann ziehen wir das noch ein bisschen GX nach hier. So. Kann noch ein bisschen. Dass wir überall ein bisschen Rand haben. Scalen wir noch mal ein bisschen. So. Wie sieht es hier oben aus? Gut. Das lassen wir so. Dann nehmen wir jetzt hier die auch alle. Wo sind die drin? Da. Und machen die auch mal alle weg. Delete. Dann können wir den Ordner auch deleten. Fertig. Dann möchte ich hier den und den. X delete. Haben wir die auch weg. Und die machen wir jetzt mal aus Spaß. Scrollen wir noch ein bisschen runter. G, Y. Und dann stellen wir den mal dazwischen. So. Dann möchte ich das jetzt vergrößern, dass das da quasi mit drüber passt. Weil ich da unten mit der Ecke soweit einverstanden bin und es nach hier oben passen soll, gehe ich mal mit Tab in den Edit-Modus. Nimm hier die Ecke. Ups. 1. Nimm die Ecke und sag dann Escape Wireframe. G. Y. G. Y. G. Y. Gut. So, dann machen wir das Ganze nochmal. 7 Top View. Wireframe Modus. Dann nehmen wir hier die und sagen dann G, X. Dann machen wir das noch ein bisschen drüber. So. Und dann nehmen wir Tab. Und dann machen wir mal eben A. Object
Rigged Body, Remove. So, haben wir das erstmal alles weg. Dann nehmen wir unser Bild und das sagen wir jetzt, dass wir das noch ein bisschen rüber verschieben, dass das mittig drauf ist. G, X, so ungefähr. Und dann können wir noch mal eben gucken. G, Tipp, Y. So, gucken wir mal eben, wie das da oben aussieht. Ja, genug Platz für, dass das letzte dann umfällt. Und zwar der gehört dann nicht mehr dazu. Und zwar mache ich dann jetzt, gehe ich erstmal wieder nach hier. Und dann nehme ich jetzt die. Den. Ups, den. Und sage dann jetzt mal, dass wir das rüber verschieben nach hier hinten. Und sage dann erstmal GX rüber. Da ungefähr werden wir irgendwo landen nachher. Und den tun wir dann nachher rüber verbinden. Stört aber erstmal nicht. So. Dann gucken wir mal hier runter. Wir nehmen die und sagen auch GX. Gucken mal, ob wir da irgendwie passend hinkommen für den Anfang. So. Ja, und jetzt würde ich das Bild doch noch ein bisschen runter verschieben. GX, dass wir ungefähr da so hinkommen. Und dann hoffen wir mal, gucken wir mal, wie das nachher dann passt. Gut, damit haben wir den Grund erstmal gelegt. Was ich jetzt noch machen möchte, ich werde diese hier auch alle löschen und dann nachher mit den entsprechenden Ordnern neu anfangen. Der Ordner ist auch leer. So. Delete. Der Ordner ist das eine. Und dann haben wir hier Stage 3. Nur noch das. Ups. So, wo ist der? Ah, der wird hier hinten sein. Gucken wir mal. Gut, dann, da ist er. Dann wollen wir eben weiter noch entfernen. Nehmen wir hiervon jetzt mal ein. Der ist in dem Ordner Must. Da nehmen wir mal eben alle. Delete. Dann können wir Must auch löschen. Delete. Dann nehmen wir einen davon. Der ist da drin. Dann nehmen wir auch einfach alle. So. Delete.
können wir Stage 3 komplett wegnehmen. Dann nehmen wir hiervon, der ist da drin. Fupp, runter. Delete. Gut, damit haben wir das. Das heißt, der kommt auch noch weg, Delete, und der ist noch leer, Delete. Dann haben wir hier drin die da hinten entlang gehen. Ja genau, die gehen hier und dann oben rum. Die haben wir. Stage, das ist die Sachen da alle. Ach nee, das sind die drei. Die drei. Und dann hier Plane, das sind die Sachen alle. Passt. Cool, damit haben wir das. Jetzt möchte ich den bis nach hier hinten ziehen, dass ich dann dementsprechend nachher hier alle rüberlaufen lassen kann. Dafür machen wir erstmal den hier anklicken. Dann gucken wir mal eben, ob der Rigged Body auch wirklich gelöscht ist. Dann gehen wir auf Modifier, Array 0, 4 und ziehen dann hier mal hoch, bis wir ungefähr da hinten sind. So, können wahrscheinlich noch einen weniger machen. Machen wir 7 mal eben. So. Gut, dann können wir den Array direkt Apply. Gehen mit Tab, dann A für alle markieren, dann Mesh, Separate by Loose Parts, wieder Tab, Object, Set Origin to Geometry. Origin to Geometry. So, jetzt haben wir es. Gut, damit haben wir den Boden hier erstmal fertig und die sind alle hier noch mit reingekommen. Dann nehmen wir hier die 3. Und sagen Shift D, gehen rüber, ups, immer X. Dann so ungefähr gucken, Shift D, X, Shift D, X. Und so geht es jetzt eben weiter. So, das lassen wir jetzt mal so. Und damit haben wir die ersten oder alle soweit gesetzt und ich glaube, das wird verdammt groß. Gut, dann schauen wir mal weiter. Und zwar jetzt kommt das nächste Interessante. So, die sind erstmal alle da drin. Jetzt müssten wir gucken, dass wir den separat kriegen. Und da würde ich jetzt, ich hätte einen Ordner da lassen sollen.
Ja, egal. Machen wir einen neuen Ordner, neue Kollektion und das nennen wir jetzt einfach Cube 2. Hä? Cube 2. So, und da kommen dann jetzt gleich die alle rein, die das Bild machen. Und deswegen gucken wir mal, dass wir von den letzten hier nehmen. Das müsste jetzt hier drin der allerletzte sein. Nope. Oder nehmen wir den. Das könnte der allererste sein. Ne, ist er auch nicht. Das ist der. Und welcher ist der 1? Naja. Egal, das war jetzt 108. So. Und den machen wir jetzt Shift D. Ups. Den setzen wir mal ganz frech jetzt ziemlich auf die Kante. Der ist dann ein bisschen enger, der erste. Aber das passt schon. Dann möchte ich den jetzt, wie gerade schon gesagt, separieren. So, wo kommen wir denn hin? Da. Den ziehen wir jetzt mal runter und dann in Cube 2. Rennen wir mal eben hoch und machen den wieder zu und sagen, hier sind knapp 1000 schon mal drin. Da sind 300, dann sind wir schon mal wieder über 1000 Cubes. Und jetzt nehmen wir hier auch noch einmal kein Dings, dann Modifier Array. Und da nehmen wir jetzt mal 4, hier 0. Und sagen dann mal 2000. Mal gucken, wo wir dann hier hinten hinkommen. Es ist zu lang. Okay, viel zu lang. 500. Das ist mal ein geiler Zufall. 2, 4, 5 nehmen wir weg. Sind dann 4, 9, 5. So. Haben wir. Dann nehmen wir die jetzt. Sagen. Noch ein. Add Modifier. Array. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das hinkriegen, dass das dann hier ziemlich passend hinhaut. Da gehen wir jetzt erstmal auf minus 1,5. Ups, nicht 2,5. 1,5. So, ne, muss ein bisschen mehr sein. Gut, das wird jetzt ungefähr passen. Jetzt sagen wir mal ja, muss ein bisschen wenig. Das ist zu. Eins Komma 7 5.
Also mehr oder weniger passt das. Dann gehen wir mal noch weiter. So, also mehr oder weniger passt das. Das ist schon mal sehr gut. Den hier könnte ich nachher noch ein klein bisschen höher schieben, aber das wird schon umhauen. So, das heißt, wir haben jetzt das große Feld hier. Und da sagen wir jetzt mal Typ Apply. Typ Apply. Mal gucken, ob das funktioniert. Dann machen wir mal Tab A Mesh Separate. Wir machen noch eins vorher. Save Mesh Separate by Loose Parts. Oh, jetzt wird er rechnen. Okay, es rechnet, es rechnet. Mal gucken, ob er es schafft. Wird jetzt eine Riesenmenge sein. So, ich habe meinen Computer laufen gelassen. Nach 15 Minuten hat er es geschafft. Also, wir haben jetzt alle hier separat. Und jetzt gehen wir wieder Tab. Und dann gehen wir Objekt. Set Origin, Origin to Geometry. Jetzt wird er wieder ein bisschen brauchen. So, dann lass uns mal gucken. Boah, jetzt muss er rechnen. So, also bis zum letzten hier in der Ecke hat es geschafft. Sind wir da schön mit dran. Ich glaube, die Datei wird zu groß. Wir machen jetzt erstmal den hier zu. 69.000, das heißt, wir sind schon über 70.000 und mein Rechner ist am Ende. So, wir wählen jetzt den aus, den, den, den und das. Chip, 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 chip. Schafft das? Warte, ich mache jetzt erstmal nochmal File. Save. So, wir gehen jetzt mal davon aus, dass er alle hat. Machen wir G, X, will er nicht. Nehmen wir die erstmal. So. Enter, so plus minus sollte das passen. Warum nimmt er die denn jetzt nicht? Stage 1. Nein. Stage 4. Da drin müssten die eigentlich sein. Ja, machen wir das halt eben so, ne? Oder ich zoome nochmal eins rein. So.
Das will er wohl nicht. Dann machen wir mal. So, jetzt aber G, X, ja, so sollte das ungefähr passen. Und dann nehmen wir noch einmal den. Hoffentlich klappt das jetzt. Nein, natürlich nicht. Einfach zu viel. Stage, Stage. So. G, X. So, lassen wir das mal so. Reicht, passt. Jetzt machen wir noch eine Sache. Na, eigentlich noch zwei. Den. So. S, X. G, X. Scale X. G, X. So, haben wir das. Und jetzt machen wir noch den letzten Versuch. Und zwar schnappen wir uns den hier. Ach, so. So. Und da war ungefähr hier, ne? Nö, der ist da. Noch ein bisschen weiter. Da. So, der. Und mit dem machen wir jetzt auch noch einmal einen Array. Array. So. -4. Null. So. Dann machen wir mal 50. Nein, da können locker 150. Sind noch ein paar mehr. 175. Jo, das lassen wir so. 180. Da machen wir jetzt mal eben Apply Array. File Save. Und dann sagen wir Tab A Mesh Separate by Loose Parts.
Das dauert auch wieder. Okay, wieder Tab. Object, Origin to Geometry. Das ging jetzt etwas fixer und damit haben wir für mich das erstmal fertig für heute. Und im nächsten Video geht es dann weiter mit der eventuell mit der Animation. Und damit würde ich sagen, war es das für heute. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. War halt eben jetzt nichts Extravagantes, haben wir alles schon einmal gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Lasst mir gerne ein Like da, einen Kommentar da und dann bis zum nächsten Mal. Tschö!